Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Krank mit Klartext. Heute mit einem Thema, das ihr wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben dürftet. Und zwar, das EU-Parlament stellte schon vor Jahren fest, dass auch die Sowjetunion schuld am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ist. Das überrascht euch vielleicht, aber man könnte es bereits oder fast schon als eine Sensation nennen, was das Europäische Parlament am 19. September 2019 wohl sehr zum Missfallen Deutschlands in seiner Entschließung mit dem Titel zur Bedeutung der Erinnerung an die europäische Vergangenheit für die Zukunft Europas beschlossen hatte, nämlich, dass Deutschland und die Sowjetunion die Weichen für den Zweiten Weltkrieg gestellt hatten. Es ist schon ein paar Jahre her, aber ich finde es gut, wenn man das immer wieder auf, auf den Teppich bringt, weil es wird halt einfach vergessen. Und zwar steht in der Entschließung drin, ich zitiere, in der Erwägung, dass vor 80 Jahren, also damals vor 80 Jahren, am 23. August 1939 die kommunistische Sowjetunion und das nationalsozialistische Deutsche Reich den Hitler-Stalin-Pakt bekannten Nichtangriffspakt und dessen Geheimprotokolle unterzeichneten, womit die beiden totalitären Regime Europa und die Hoheitsgebiete unabhängiger Staaten untereinander aufteilten und in Interessensphären einteilten und, Achtung, damit die Weichen für den Zweiten Weltkrieg stellten. Zitat Ende. Es wird also tabuisiert, dass das Europäische Parlament 2019 feststellte, dass Deutschland und die UdSSR die Weichen für den Zweiten Weltkrieg gestellt hatten. Das Parlament erinnerte auch daran, dass auch durch das kommunistische Regime Massenmorde, Völkermord und Deportationen durchgeführt worden waren. Ja, das hat man damals festgestellt. Das EU-Parlament gab sich zudem, ich zitiere, zutiefst besorgt angesichts der Bemühungen der derzeitigen russischen Führung, historische Tatsachen zu verfälschen und die vom totalitären Regime der Sowjetunion begangenen Verbrechen schön zu färben. Zitat Ende. Weiterhin sah das Europäische Parlament die damalige UdSSR-Führung, also Stalin, als Aggressor an, der, ich zitiere, am 30. November 1939 einen Angriffskrieg gegen Finnland begann, im Juni 1940 Teile Rumäniens besetzte und annektierte, die seitdem nicht an Rumänien zurückgegeben worden sind und sich die unabhängigen Republiken Litauen, Lettland und Estland einverleibte. Zitat Ende. Ebenso, dass, ich zitiere, das Bewusstsein für die Verbrechen der stalinistischen und anderer Diktaturen jedoch nach wie vor dringend geschärft werden muss und moralische und rechtliche Bewertungen dieser Diktaturen vorgenommen werden müssen. Zitat Ende. Das Europäische Parlament stellt zudem fest, dass der Zweite Weltkrieg, ich zitiere, als unmittelbare Folge des auch als Hitler-Stalin-Pakt bezeichneten berüchtigten Nichtangriffsvertrag zwischen dem nationalsozialistischen Deutschen Reich und der Sowjetunion vom 23. August 1939 und seiner geheimen Zusatzprotokolle ausbrach. Zitat Ende. Damit wurde vom Europäischen Parlament festgestellt, dass Deutschland nicht die alleinige Verantwortung für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zur Last gelegt werden kann. Natürlich ist politisch immer noch sehr korrekt, denn wie ich erwiesen habe, hatten auch England, Frankreich und Polen Mitschuld am Ausbruch des Krieges, der sich erst durch die Angriffskriege der Westmächte auf Deutschland zu einem Weltkrieg ausweitete. Was das EU-Parlament feststellte, ist jedoch ein kleiner Schritt zur Abkehr von der Alleinschuld der Deutschen. Trotzdem halten die deutschen Nestbeschmutzer, Lückenhistoriker verzweifelt an der deutschen Alleinschuld fest. Wie kann man das noch vertreten, wenn das EU-Parlament offiziell in einer Entschließung festgestellt hat,
dass der Hitler-Stalin-Pakt die Voraussetzung des Zweiten Weltkrieges war und damit auch die Sowjetunion Schuld am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatte. Wie kann man das dann heute noch vertreten? Normalerweise kriechen alle der EU hinten rein, aber wenn die EU mal sowas verbreitet, dann plötzlich ist Schweigen im Walde. Ich wollte das nur mal wieder aufs Tablett bringen, das war bereits 2019, wie gesagt, aber es ist wichtig, dass man immer und immer wieder daran erinnert. Alle Quellen dazu, den Originaltext, die Links und so weiter, findet ihr in meiner Buchreihe Adolf Hitler eine Korrektur, und zwar Band 4. In Band 4 beschreibe ich den Kriegsausbruch. Der Band hat 820 Seiten und 1700 Quellen. Darin beschreibe ich politisch garantiert, völlig unkorrekt, wie Deutschland und das Deutsche Reich immer mehr in die Enge getrieben wurde, was die wirklichen Kriegsursachen sind, die man heute ja offiziell gar nicht nennen darf, weil sonst ist man ja ein Revisionist und was weiß ich was alles. Aber diese 1700 Quellen können auch die Mainstream-Historiker, Nestbeschmutzer, ich darf das gar nicht sagen, nicht widerlegen. Weil sie können es nicht widerlegen, aber sie weisen halt auch nicht darauf hin. Genauso wie das, was ich heute gesagt habe. Wer von euch hat das noch auf dem Schirm, dass das EU-Parlament diesen Entschluss gefasst hat? Wer? Wahrscheinlich keiner von euch, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ein paar. Es gibt ja viele meiner Leser, die sind oftmals besser informiert wie ich sogar, und ich bin auch dankbar, wenn sie mir Informationen geben. Ja, also wie gesagt, das ist das Thema. Dann möchte ich natürlich auch auf mein neues Buch, also 6 Monate alt, aber mein neuestes erschienenes Buch hinweisen. Das heißt, Deutschland muss vernichtet werden. Das passt natürlich zu der Völkermorddoktrin, dass Deutschland die Völkermörder sind. Und in diesem Buch habe ich aufgeführt, welche Völkermorde man an unserem deutschen Volk durchgeführt hat. Ich habe über 130 zum Teil wirklich brutale, gnadenlose Fotos in diesem Buch, die ich aus Quellen habe, die man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Zum Beispiel habe ich Fotos gesucht über Vergewaltigungen von deutschen Frauen. Da findet man bei uns nicht so viel, weil die Sowjetunion und so weiter sind ja alles unsere Befreier und so weiter. Also habe ich in arabischen Archiven gesucht und habe dort auch gnadenlose Bilder gefunden, wie russische Soldaten sich gerade über deutsche Frauen beugen und sie vergewaltigen und so weiter und so fort, was man normalerweise ja so in unseren Archiven nicht findet. Also in diesem Buch habe ich das Grauen beschrieben, das unsere Großväter und unsere Väter, unsere Großmütter und unsere Mütter durchmachen mussten. Millionen deutsche Tote, über die geschwiegen wird, weil die deutschen Toten sind Tote zweiter Klasse. So kommt es mir vor, aber für mich ist jeder Tote gleich schlimm. Das ist auch meine religiöse Überzeugung. Also wenn ihr Teil der Gedenkkultur sein wollt, dann besorgt euch dieses Buch und unterstützt mich auch mit meiner weiteren Arbeit. Genauso könnt ihr das machen, wenn ihr meinen Telegram-Kanal abonniert und auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de. Dort gibt es mehr aktuelle Themen zum Zeitgeschehen, also auch mehr politische Themen. In diesem Kanal habe ich ja mehr zeitgeschichtliche Themen. Wie gesagt, ich bin immer noch Einzelkämpfer, Alleinkämpfer. Ihr helft mir, wenn ihr mich unterstützt und weiterempfiehlt. YouTube hat mich ja gnadenlos reduziert. Ihr seht es, meine ersten Videos waren 150.000 Mal abgerufen, 200.000 Mal. Jetzt komme ich vielleicht noch auf 5.000 bis 20.000 Mal. Ihr seht, wie die Zensur arbeitet, nur wenn man die Wahrheit sagen will. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.